Hi, ich bin Andreas vom Kanal Andreas Macht's und in diesem Video geht es darum, Auszugsschränke für den Keller zu bauen. Und zwar sehr stabile und belastbare. Und los geht es nach dem Intro. Bevor wir mit dem eigentlichen Projekt starten und anfangen, Holz zuzuschneiden und das Ganze zusammenzubauen, will ich euch mal kurz erklären, worum es hier eigentlich genau geht. Es geht um Auszugsschränke oder auch Apothekerschränke genannte Schränke, die ich für meinen Keller machen will. Und zwar habt ihr ja auch schon mitbekommen, die sollen sehr stabil sein. So ein normaler Schrank mit vertikalen Schubladen, weil letztendlich ist ein Apothekerschrank oder ein Auszugsschrank nichts anderes als ein vertikaler Schubladenschrank. Und das reicht aber nicht für die Belastungen, die ich vorsehe für die Kellerregale. Das heißt, meine Schränke sind genau genommen eigentlich Regale, weil sie weder Rückwand haben noch Türen nach vorne, also sind eigentlich nach zwei Seiten offen. Auf der Bodenseite haben sie sehr solide Bockrollen, also Schwerlastrollen, auf denen die Schränke rollen. Und an der Decke ist der Schrank befestigt oder geführt an einer sehr soliden Führungsschiene, einer Linearschiene. Und ich nutze die jetzt für diese Schränke. Um euch, bevor es losgeht, ein bisschen zu zeigen, wie ich das meine, schauen wir uns jetzt erstmal bei Onshape an, was ich da vorbereitet habe. Ja? Auf jeden Fall ist das Ziel dieser ganzen Geschichte, dieses Chaos, was ihr jetzt da seht, für alle Zeiten zu den Akten zu legen. Das ist der Grund. So, weiter geht's mit dem PC-Bildschirm und der Onshape-Planung für dieses Projekt. Da bin ich wieder. Jetzt am PC will ich mit euch mal besprechen, wie denn das Konzept hinter diesen Apothekerschränken aussieht, die ich bauen will. Als erstes mal ein kurzer Blick, wie ein Apothekerschrank normalerweise aussieht. Man kennt Apothekerschränke natürlich aus Apotheken, aber man kennt sie auch aus einer Küche. Dann sehen die üblicherweise in etwa so aus. Man hat eigentlich einen Schrankkorpus und da drin läuft eine, ja, sagen wir es einfach mal so, es ist eine vertikale Schublade, die halt verschiedene Fächer hat, um da eben Vorräte drin zu lagern oder Küchengeräte oder sonst irgendwas. Was ich vorhabe, ist aber ein Schwerlastschrank für den Keller. Das heißt, in meine Kellerschränke, Auszugsschränke soll ja pro Schrank mindestens mal ein Gewicht von 150, 160 Kilo aushalten können. Ich arbeite mit einem, tja, im Grunde mit einem Regal, weil diese Konstruktion hier ist im Prinzip ein Regal. Es gibt keine Rückwand, es gibt Seitenteile, das sind die hier, es gibt ein Oberteil, es gibt ein Unterteil und es gibt Zwischenböden. Und das ist auch alles. Es gibt keine Frontverkleidung, es gibt keine rückseitige Verkleidung, sondern die Schränke sind so eigentlich fertig. Das Ganze wird mit Holzdübeln verdübelt, verleimt und zusätzlich verschraubt und ich hoffe, dass das genügend Stabilität in die Konstruktion bringt, um halt ein solches Gewicht tragen zu können. Und damit das funktioniert, kann ich natürlich auch nicht einfach so mit so einem üblichen Schubladenauszug arbeiten, sondern ich habe mir was anderes überlegt. Denn dieser Schrank oder dieses Regal, wie auch immer man das definieren mag, soll auf solchen Bockrollen rollen. Das sind 10 cm im Durchmesser, sehr belastbare Rollen. Die sind belastbar pro Rolle mit 160 Kilo. Die werden unter diesen Schrank geschraubt und dadurch kann ich den Schrank nach vorne und nach hinten rollen. Das ist soweit erstmal kein Problem. So, und damit der sich nur in einem definierten Bereich bewegen kann und eben klar geführt wird, kommen auf die Oberseite des Schrankes solche Führungsschienen, beziehungsweise die Schienen kommen nicht auf den Schrank, sondern die Schienen werden unter die Kellerdecke gedübelt, und zwar pro Schrank einer. Und dann hat man dort solch eine Schiene,
Die ist 1,20 Meter lang und daran laufen eben zwei solche, solche Lagerböcke oder Linearlagerböcke und diese werden mit der Oberseite unseres Schrankes verschraubt. So, und dadurch kann ich dann das Ganze verschieben. So sehen diese Lagerblöcke auch aus. Dadurch kann ich das Ganze dann an der Decke verschieben und am Boden rollt es auf Rollen. Und das Ganze sollte so stabil sein, dass es überhaupt kein Problem ist, jeden Schrank mit 150, 160 Kilo zu belasten. Jetzt müssen wir uns natürlich mal darüber Gedanken machen oder darüber sprechen, warum hat der Schrank denn diese Abmessung? Wir können das hier nochmal zeigen. Der Schrank hat mehrere Fächer und diese Fächer sind 60,5 cm in der Breite und die sind 40 cm in der Tiefe. Und 60 mal 40 cm, das ist eigentlich ein Standardmaß für sogenannte Euroboxen. Das zeige ich euch auch. Das hier sind Abbildungen von Euroboxen. Euroboxen sind normierte Kunststoffboxen, die üblicherweise in der vollen Größe eine Grundfläche von 60 mal 40 cm haben und dann gibt es die in unterschiedlichen Höhen. Die kann man schön kombinieren. Und zusätzlich gibt es noch halb so große Boxen. Die sind dann halt nicht 60 mal 40, sondern die sind 40 mal 30 cm. Und die lassen sich dann mit den großen Boxen auch wieder kombinieren. Man kann also zum Beispiel auf eine große Box nebeneinander zwei kleine Boxen machen. Und letztendlich alles mit dem Ziel, diesen Schrank halt mit diesen Boxen zu füllen. Und die Boxen natürlich dann mit unserem Kram. Und deshalb ist dieser Schrank auch so gebaut. Und diese 470 cm, 47 cm Höhe pro Schrankfach sind halt so ausgelegt, dass man halt zwei 22 cm Boxen übereinander stellen könnte und noch ein bisschen Platz hat für einen Deckel, um das rein und raus zu stecken. Man kann natürlich auch andere Größen machen. Man kann kombinieren 32 cm hohen mit 12 cm oder 22 mit 22 oder es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Also das werden wir dann sehen, wenn die Dinger fertig sind und wir da unsere Boxen reinstecken, dann werdet ihr einige Kombinationen sehen. Das oberste Fach, das war eigentlich von mir auch angedacht als 47 cm hohes Fach. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es keinen Sinn macht, weil es bleiben dann nur 10 cm für das allerletzte Fach übrig und da kriege ich nichts rein. Da kriege ich keine einzige Eurobox mehr rein und in so ein 10 cm Fach kriege ich auch keinen Kleinkram mehr reingedreht. Das macht keinen Sinn. Deshalb habe ich mich entschieden, den vierten Zwischenboden, den ich eigentlich eingeplant hatte, wegzulassen und hier oben halt ein höheres Fach zu etablieren, wo man dann halt auch Dinge reinstellen kann, die halt nicht in das 60 mal 40 Raster der Euroboxen passt. Denn wir haben auch ein paar Dinge, die einfach vom Format her nicht in so eine Box passen. Da haben wir hier oben im Grunde ein etwas flexibleres Fach, wo wir solche Dinge unterbringen können. So, von diesen Schränken werde ich 4 Stück bauen, die ihr hier seht, von diesen. Und ich werde noch 2 zusätzliche bauen, die allerdings nur halb so tief sind, die nicht 40 cm haben, sondern nur 20 cm. Die werden dann auch eine Rückwand erhalten. Die sind gedacht nämlich als, ja, wie soll ich sagen, Werkzeugschränke oder Kleinkramschränke. Das heißt, dort will ich Fächer einbauen, wo ich halt irgendwelche Spraydosen oder Öldosen oder einfach Werkzeug und Kleinigkeiten, Dinge, die halt nicht in Euroboxen passen sollen, sondern eben einfach so in diesen Regalen dann drin stehen. Die kriegen da, wie gesagt, aus Stabilitätsgründen auch eine Rückwand. Und das werden meine 2 letzten Schränke. Also reden wir insgesamt über 6 Schränke. Das heißt, wir brauchen 6 Führungsschienen, wir brauchen entsprechend viele Bockrollen dafür. Das Ganze wird dann aber nur eine komplette Breite auf der Wand haben von 2 Metern. Das heißt, ich spare eigentlich an Wandfläche 90 cm ein. Und das ist auch ganz gut so, denn ich brauche zum Beispiel auf der einen Seite dieser Schrankanlage, die ich da plane, noch einen Platz von etwa 60, 65 cm, um zum Beispiel noch einen neuen Gefrierschrank unterzubringen. Auf die Art und Weise schlage ich hier mehrere Fliegen mit einer Klatsche. Ich habe mehr Ordnung, mehr Platz
und gleichzeitig auch noch Platz für einen zusätzlichen Gefrierschrank. Und ja, das ist das Ziel dieses Konzeptes. Darum geht es. Jetzt geht es weiter im Grunde mit dem Holzzuschnitt, den ich euch natürlich zeigen will. Und danach kommen die weiteren Kapitel, also lasst euch überraschen. Da fällt mir gerade noch was ein. Ihr seht in den Videos jemanden mit ziemlich langen Haaren. Der sieht nicht so aus wie ich, aber ich bin es selber. Ja, es war nur jetzt einfach sehr warm und die Haare mussten weg. Deshalb. Ich fange jetzt erstmal an, dieses Holz hier zu versäubern, sprich hier die ganzen Nut- und Federkanten wegzusägen und dann natürlich auch die Bretter entsprechend zuzusägen, gemäß unserem Plan. Ich werde da jetzt nicht viel zu sagen, sondern einfach nur Zeitraffer eintragen und ihr könnt dann zugucken. Ich werde auch wahrscheinlich nicht alles, was ich säge, jetzt zeigen, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich hier mache. Hier Uvex, dass ihr das mal mitbekommt. Die habe ich gekauft vor ein paar Wochen, um dieses Projekt hier zu starten. Und wie man sieht, hier sind schon Löcher drin. Und hier an dem anderen Handschuh geht das auch los, dass es sich auflöst. Und das nicht mal bei der Hälfte meines Projekts. Und da hatte ich eigentlich von Uvex Made in Germany echt mehr erwartet. Also schwaches Bild, Leute. Ernsthaft. So, und wenn ich schon beim Motzen bin, dann motze ich auch noch über das Stahlwerkteil. Weil, wie soll man den Akkustand ablesen an diesem Gerät, wenn der Akku drin ist? Man muss ihn immer erst rausnehmen. Weil diese Akkustandsanzeige, die ist erst sichtbar, wenn man es rausnimmt. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn ich den hier drin habe, dann ist diese Anzeige komplett verdeckt. Und ich kann auch nicht an den Knopf drücken, auf den Knopf drücken, um das anzuzeigen. Also komplett nutzlos. Man kann halt wirklich hier bei dieser Maschine nur den Akkustand ablesen, wenn man den Akku rausnimmt und dann den Knopf drückt. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Höhenverstellung von der Handkreissäge. Die funktioniert im Prinzip gut, aber dieser Knebel, der arretiert nicht fest genug. Den kann man so jetzt arretieren, aber zum einen steht er über die Platte hinaus. Das heißt, wenn man hier irgendwo eine Zwinge hat oder eine Schiene, dann stört das schon. Und ja, hätte man auch besser machen können. Vor allen Dingen hätte er besser halten können. Also ich finde, der verriegelt nur sehr schwach. So, aber genug gemotzt für heute. Hi! Neuer Tag, neues Sägeglück. Es geht in Tag 2 unseres Sägemarathons. Quasi ein Sägathon.
Während gestern haben wir 5 von 6 Seitenteilen gesägt. Heute machen wir das 6. Seitenteil, müssen dann noch 6 Boden- und Deckelteile machen und dann müssen natürlich insgesamt noch 9 oder 10 Einlegeböden oder Zwischenböden gesägt werden. Und mal gucken, ob ich das alles heute schaffe. So, prüfen wir mal, ob unser erster Boden auch die richtigen Maße hat. Erstmal gucken, ob alle Winkel gut sind. Ja, super. Auch gut. Ja, auch gut. Das passt auch. Also von den Winkeln passt es schon mal, das ist schon mal super. 40 cm. 40 cm passt auch. 64,2, okay, ist Millimeter zu viel. Oh, 64,2, ja gut. 1 mm zu viel, aber das ist okay. Es liegt noch in der Toleranz, also passt. So, das Holz für den Korpus ist im Grunde fertig geschnitten. Wir haben 6 Seitenteile, 2,3 Meter mal 40 cm und 6 Boden- bzw. Deckelelemente mit 64 mal 40 cm fertig zugeschnitten. Somit habe ich eigentlich den Korpus jetzt soweit fertig geschnitten. Das ist alles mit 18 mm USB gemacht. Und jetzt habe ich noch 3 Platten 15 mm USB. Das werden unsere Zwischenböden. Die muss ich jetzt noch schneiden, das werden noch mal wahrscheinlich so 9 bis 10, genau genommen 9. Und ja, damit geht es jetzt weiter. So, als erstes geht es darum anzuzeichnen, wo die einzelnen Dübellöcher in die Zwischenböden kommt. Dazu habe ich mir das hier zu einem Block zusammengezwingt oder gezwungen, besser gesagt. Und wir machen, diese Dinger sind im Moment 40 lang. Das heißt, bei 20 cm machen wir ein Loch jeweils. Wir machen 3 Dübel pro Platte. Dann machen wir bei 7 und bei 33. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen daneben. So, also 3 Dübellöcher je Brett und die Seite. Und so, damit das ungefähr bei allen gleich ist, zeichnen wir das hier im Winkel an. Okay, also alle Bretter kriegen da was hin. Jetzt drehe ich das Ding einmal rum und zeichne es von der anderen Seite genauso. Das hier ist der sogenannte Meisterdübler. Der hat hier für verschiedene Lochgrößen hat er Buchsen. Nämlich für 6 mm, für 8 mm und für 10 mm. Wir haben hier einen 8 mm Dübel, das ist der hier. Der ist 40 mm lang und 8 mm im Durchmesser. Das heißt, wir müssen auch beim Meisterdübler hier mit dem 8 mm Dübel machen. So, jetzt ist es aber so, wir müssen natürlich die richtige Bohrtiefe hier im Brett haben. Und wie gesagt, der ist 40 mm groß. Und wir müssen natürlich mit unserem Bohrer nicht nur ein Loch bohren, sondern wir müssen ja auch hier durch. Das heißt also, die Dicke dieses Meisterdüblers müssen wir noch hinzuzählen. Das sind
27 mm. Und zusätzlich müssen wir den halt weit genug versenken. Es ist wie weit man den versenken muss, hängt natürlich auch davon ab, wie dick das Brett ist, mit dem man dann hinterher verdübelt. Also hier, das ist jetzt erstmal das Brett, in das wir hier in das Stirnholz reingehen, aber es gibt ja natürlich ein Brett, womit wir eine Eckverbindung einbauen, und da müssen wir schauen, wie dick ist das Brett, und das ist bei uns 18 mm, und das heißt, wir können dort maximal 13 mm reinbohren. Das heißt also, unser Dübel darf, nachdem es hier reingesteckt wurde, hier maximal 13 mm rausgucken. So, und dementsprechend müssen wir unsere Bohrtiefe für dieses Brett festlegen. Das heißt, 40 mm minus 13 mm, die er rausgucken darf, bleiben Adam Riese 27 mm, die wir in dieses Brett reinbohren müssen. So, und das bedeutet dann wieder, dass wir zu den 27 mm, die dieser Block dick ist, und 27 mm, die wir in das Holz rein wollen, muss also unser Bohrer eine Markierung haben bei 54 mm. Ich mache aber bei einem bei 55 mm. Und dazu sind hier bei dem Meisterdübler eigentlich auch extra solche Tiefenanschläge, die man hier über den Bohrer macht und dann mit einer Madenschraube festmacht. Aber das habe ich schon ausprobiert, das nervt, weil dieser Ring, der sitzt nie hundertprozentig fest, man muss ihn ständig wieder neu justieren. Deshalb mache ich die Markierung mit einem Klebeband. So, machen wir die Probe, die wir dann hier draufsetzen. Hier. Dann sollte der hier noch 27 mm rausgucken. Ja, das sind 28, 29 mm, ist in Ordnung. 1 mm tiefer ist ja kein Problem. So, und dann geht es natürlich ans Bohren. Und um dieses Loch wirklich mittig in das Brett zu setzen, hat man sich hier bei Wolfkraft tatsächlich was überlegt. Und zwar, das 8 mm Loch ist für uns entscheidend hier. So, jetzt drehen wir das Ding rum, legen es hier drauf und schauen durch das Loch, dass wir unsere markierten Strich genau in der Mitte dieses Lochs haben. Das kann ich euch jetzt auf der Kamera schlecht sehen, weil ihr könnt mit der Kamera da nicht reinfinden. Ist halt, müsst ihr mir glauben. So, dann setze ich den hier an und dann gib ihm. So, und schon haben wir da ein Loch. So, machen wir einfach das nächste Loch. Vielleicht bin ich es diesmal besser. Also, ich mag ja diese Produkte von Wolfkraft, weil es einfach ein deutscher Hersteller ist. Der produziert zwar nicht alles in Deutschland, die haben auch Fertiger in China und so, aber ich unterstütze trotzdem lieber ein deutsches oder europäisches Unternehmen als irgendeinen Chinesen. Und von daher bin ich damit an und für sich ganz zufrieden. Aber so im Detail, die ganzen Produkte, die ich bisher von Wolfkraft hatte, sind im Detail, haben die irgendwo Schwächen. Und da muss man auch sagen, da gibt es mittlerweile auch Produkte auf dem Markt, aus China zum Beispiel, ich finde es besser. Aber aus patriotischen Gründen stehe ich halt auch auf deutsche Anbieter. So. So, meine Einlegeböden oder meine Zwischenböden sind alle gebohrt. Dreifach auf beiden Seiten natürlich. Und jetzt geht es weiter mit den Dübellöchern in den Seitenteilen. Das ist ein bisschen komplizierter, weil die kann ich nicht so schön senkrecht stellen, um zu bohren, sondern die muss ich hier auf den Tisch legen. Also es wird etwas langwieriger. Das hier ging ja relativ schnell. Naja, ihr seht gleich, wie es weitergeht. Das heißt, die Seitenteile sind jetzt auch fertig gebohrt. Jetzt geht es natürlich darum, die entsprechenden Gegenstücke zu bohren, und da wird es natürlich jetzt tatsächlich ein bisschen aufwendiger, denn jedes Gegenstück muss natürlich zu dem Brett passen, was wir jetzt vorgebohrt haben. Ich werde euch das gleich am ersten
oder vielleicht an zwei verschiedenen Verbindungen zeigen, wie ich das mache. Jetzt geht es darum, die richtigen Löcher zu machen, um in die Seitenteile. Dazu müssen wir die zum einen ausmessen, die richtige Höhe, und zum anderen müssen wir dann eben anhand der Zwischenböden genau die Position finden, die wir hier brauchen, und natürlich in der richtigen Tiefe bohren. Die Tiefenanschlag muss ich neu einstellen, weil ich kann natürlich hier in ein 18 mm Brett nicht 27 mm reinbohren. Das heißt also, hier muss ich jetzt meine Tiefenmarkierung so ändern, dass ich halt maximal 13 mm tief bohre. Ich glaube, das mache ich vorher. Und dann zeige ich euch, wie man das entsprechend macht. So, die erste. Das hier ist jetzt wir definieren dieses Brett als linke Seitenwand des ersten Schranks, und das hier ist unten, und wir sind die Zentimeter haben. Stift braucht man aber auch. So, also 47 cm vom Boden soll das erste Zwischenbrett kommen, der erste Zwischenboden. Gut. So, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Es geht darum, unsere Löcher für die Dübel sollen auf dieser Linie sein. Das sind genau 47 cm vom Boden. Und ich habe hier schon die Teile beschriftet, also Schrank 1, linke Seite, und der Boden habe ich beschriftet mit S1 für Schrank 1, linke Seite, und das ist Boden 1. So, das heißt, ich kann später dann wieder zusammenstecken, das wieder zuordnen, wo dies hingehört. Jetzt haben wir hier an dem Meisterdübler, eben für das 8 mm Loch, haben wir hier eine Aussparung. So, und jetzt wird eigentlich nur das Ding festgehalten und dann gebohrt. Und dann haben wir da ein Dübelloch an der richtigen Stelle. Und das machen wir hier genauso. Die Tiefeneinstellungen, die habe ich natürlich auch entsprechend geändert, damit das jetzt hier dazu passt. So, und das war jetzt eigentlich schon alles für den ersten Boden. Wir können jetzt hier mal probehalber das zusammenstecken, um zu gucken, ob es auch funktioniert hat. Passt. Das wäre jetzt der erste Boden. Den nehmen wir natürlich jetzt wieder raus und wiederholen das für die anderen Böden genauso auf der linken Seite, und dann muss ich das gleiche nochmal machen auf der rechten Seite, für die rechte Seite. So, es geht weiter in unserem Projekt. Heute ist die Aufgabe, die Böden und die Deckel an die Seitenteile zu bringen. Dazu müssen wir sogenannte L-Verbindungen mit diesen Dübeln machen. Bisher waren ja unsere Zwischenböden, die wir gemacht haben, sogenannte T-Verbindungen, weil wir ja ein Brett haben, wo wir in der Mitte im Grunde einen Boden halt aufsetzen. Das sind T-Verbindungen. Jetzt geht es um L-Verbindungen. Die gehen ein bisschen anders, zeige ich euch gleich. Ich habe hier schon ein bisschen vorbereitet, habe auch wieder markiert und dokumentiert, weil es ist gar nicht so einfach, wenn man sich das nicht aufschreibt, das im Kopf alles zu behalten, wie jetzt welches Brett gesägt oder beziehungsweise gebohrt werden muss. Deshalb ist da ein bisschen Vorbereitung und Präparation durchaus angebracht. So, Anfang mit den Brettersachen. Gestern Nachmittag kamen noch die Rollen, die Schwerlastrollen für den Schrank. Und das sind 16 solche Rollen. Wir haben 10 cm Durchmesser, und insgesamt ist die gesamte Konstruktion 12,5 cm. Und die müssen wir natürlich hinterher auch noch hier auf den Boden schrauben,
Und zwar möglichst exakt und möglichst genau gerade, weil diese Schränke brauchen keine Kurven laufen, sondern die sollen exakt gerade laufen. So, und davon habe ich jetzt 16 Stück bestellt. Was ich euch auch noch zeigen will, diese 1,20 Meter lange und sehr massive, 20 mm im Durchmesser Führungsschiene, die kennt man so in der Art eigentlich aus CNC-Fräsen oder anderen technischen Geräten, sehr großen 3D-Druckern als Schiene, als Gleitschiene oder Linearschiene, wie sie sich nennt. Und dazu gibt es dann hier diese Linearlager, die hier auf diese Schiene drauf gesetzt werden und darauf dann gleiten. Und diese Linearlager muss ich jetzt noch ein bisschen fetten, die sind jetzt im Moment trocken. Die werden im Grunde über die am Deckel des Schrankes verschraubt, fest verschraubt, und die Schiene wird unter die Deckel geschraubt. Und dann kann dieser Schrank nur entlang dieser Schiene sich vor und zurück bewegen. Und das ist im Grunde das Konzept, von dem ich sprach ganz am Anfang, nämlich dass wir hier eine sehr, sehr solide Lösung haben. Theoretisch wäre es möglich gewesen, diese Schränke auch ohne die Schwerlastrollen am Boden zu machen, sondern den gesamten Schrank quasi an dieser Konstruktion an der Decke aufzuhängen, sodass er unten gar keine Verbindung zum Boden hat. Das war mir aber nicht sicher genug, weil ich mir einfach nicht sicher war, ob die Holzverbindungen so stabil sind, wenn da wirklich mal etliche Kilo Inhalt in den Schränken drin ist. Und deshalb habe ich die sichere Variante genommen mit Schwerlastrollen am Boden und diesen sehr soliden Führungsschienen an der Decke. Das ist vielleicht so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber haben ist besser als brauchen. So, man hat also hier diesen Winkel, der wird hier eingesteckt, der wird gleich noch festgeschraubt, aber bevor er fixiert wird, nehmen wir jetzt hier das Loch für die 8er Dübel, stecken das hier drauf, setzen den Winkel so auf, dass er wirklich bis zum Brett gilt, und dann schrauben wir hier die beiden Schrauben fest, um das Ganze zu fixieren. So, jetzt haben wir das im richtigen Abstand, und als nächstes kommt dieses Brett, das Bodenbrett, was jetzt im Grunde eine Verbindung herstellen soll, die so da drauf gehen soll. So, und deshalb nehmen wir das Brett, legen das hier bis zum Rand an, so dass es wirklich bündig abschließt. Und dann wäre der Plan, man nimmt den Schlitz für die 8 mm, setzt den auf den Dübel und hat dann jetzt hier die Möglichkeit zu sägen. So, und dann fangen wir hier an. Natürlich muss man auch wieder den Tiefenstopp einstellen, weil man darf natürlich auch nicht zu tief bohren, ne? Ist klar. Aber das hatten wir ja gestern schon. So, das war es eigentlich schon hier an der Stelle. Und jetzt muss ich, weil das war ja die linke Seite, muss ich das einmal so rumdrehen auf die rechte Seite. Ups, ich nehme euch hier mal mit drüber. Also man muss darauf achten, dass nicht nur diese Kante übereinstimmt, sondern eben auch hier die seitlichen, damit das hinterher ein gerades Brett gibt. So, und jetzt machen wir den gleichen Spaß hier nochmal. So, und das war im Grunde unser erster Boden. So, ich mache jetzt direkt die Anzeichnung für die Befestigungslöcher der Gleitlager für die Führungsschiene. Und das ist leichter und exakter zu machen, wenn das hier einfach noch flach auf dem Tisch liegt.
35 mm in der Breite, in der Länge. ...37 mal 35. Okay, gut. Dann zeichne ich das mal so an. So, fertig eingezeichnet. Jetzt kann ich hier die 8 Löcher bohren. Wir sind jetzt am Ende des ersten Teils unseres Videos angekommen. Wir haben uns angeschaut die Konzeption bzw. Planung dieser Schränke, wir haben uns den Holzzuschnitt angeschaut und wir haben uns auch das Thema der Holzdübelverbindungen der unterschiedlichen angeschaut. Und nun geht es im Teil 2 weiter mit dem Zusammenbau der Schränke und natürlich auch mit der Montage der Schränke im Keller. Zum Abschluss schauen wir uns natürlich die fertigen Ergebnisse an und sprechen auch nochmal am Ende über eine Zusammenfassung bzw. auch über Kosten und ähnliche Sachen. Ich habe mich gefreut, dass ihr beim ersten Teil dabei wart und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr auch automatisch informiert, wenn der zweite Teil online geht. Das wird nur ein paar Tage dauern, da wird es keine lange Wartezeit geben. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Likes natürlich und über die Abos und die Glocke. Bis dann!